Good morning, good morning, and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So it was very important for Paul to bring the argument of the resurrection of Jesus. Für Paulus war es sehr wichtig, das Argument der Auferstehung Jesu zu bringen. Because he is the one who went ahead, and now we know that we all will rise again too. Denn er ist derjenige, der vorausgegangen ist, und nun wissen wir, dass auch wir alle auferstehen werden. Look, verse 13. Vers 13. For if there is no such thing as a resurrection from the dead, Denn wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, then not even Christ has been raised. dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Remember, their argument was not that they would not be raised from the dead. Erinnere dich, ihr Argument war nicht, dass sie nicht auferweckt werden würden. Their argument was that there is no resurrection from the dead. Ihr Argument war, dass es keine Auferstehung von den Toten gibt. There is a group of people that are considered Christian in many countries, although I do not consider them Christian. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die in vielen Ländern als Christen angesehen werden, obwohl ich sie nicht als Christen betrachte. I don't want to mention who they are because for many people consider them a church. Ich möchte nicht erwähnen, wer sie sind, denn viele Menschen halten sie für eine Gemeinde. But in all of my studies, I cannot accept them as true Christian, and I'll tell you why. Aber nach all meinen Studien kann ich sie nicht als wahre Christen anerkennen und ich sage dir warum. Because first of all, they don't believe in the resurrection of the dead. Denn erstens glauben sie nicht an die Auferstehung der Toten. Secondly, they don't believe salvation is by faith alone. They believe you have to add some works and keep some laws. Zweitens glauben sie nicht, dass die Erlösung allein durch den Glauben erfolgt. Sie glauben, dass man einige Werke hinzufügen und einige Gesetze einhalten muss. So even they call themselves Christians, but in their doctrine is a mixture of faith and work, and they deny the resurrection. Sie nennen sich selbst Christen, aber ihre Lehre ist eine Mischung aus Glauben und Werke und sie leugnen die Auferstehung. They take some verses out of context. Sie reißen einige Verse aus dem Zusammenhang. When the Bible calls those who died as those who have fallen asleep. Wenn die Bibel diejenigen, die sterben, als Entschlafene bezeichnet, But of course, we know that this is only metaphoric. wissen wir natürlich, dass dies nur metaphorisch gemeint ist. After you die here on earth, you don't fall asleep. You are actually separated from your body. Wenn du hier auf der Erde stirbst, schläfst du nicht ein, du wirst tatsächlich von deinem Körper getrennt. But you continue to live. Aber du lebst weiter. But yet there will be a resurrection where you are completely reconnected with a new spiritual body. Doch es wird eine Auferstehung geben, bei der du wieder vollständig mit dem neuen geistlichen Körper verbunden wirst. So Paul is trying to make it clear to them that either there is a resurrection or there isn't. Paulus versucht ihnen klarzumachen, dass es entweder eine Auferstehung gibt oder nicht. And he said, and if there isn't, if that's what you have come to the conclusion to, Er sagt, und wenn ihr zu dem Schluss gekommen seid, dass es keine gibt, then you also have to accept that Christ never rose. dann müsst ihr auch akzeptieren, dass Christus nie auferstanden ist. So then basically everything is just a fantasy. Dann ist im Grunde alles nur ein Hirngespinst. So then whoever Paul saw was some fantasy. Wen auch immer Paulus gesehen hat, war also ein Hirngespinst. Whoever the 500 brethren saw is all fantasy. Wen auch immer die 500 Brüder sahen, war alles Fantasie. The 12 apostles, all their conversations with Jesus after his resurrection is all a fantasy. Die 12 Apostel, all ihre Gespräche mit Jesus nach seiner Auferstehung, war alles Fantasie. And yet there were still Christians at that time who didn't believe in the resurrection. Und doch gab es zu dieser Zeit immer noch Christen, die nicht an die Auferstehung glaubten. So Paul's argument is very simple. That means Christ never rose. Paulus' Argument ist somit sehr einfach. Das bedeutet, dass Christus nie auferstanden ist. Look at verse 14. Schau dir Vers 14 an. And if Christ has not been raised, Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, all of our preaching has been for nothing and your faith is useless. dann war unsere ganze Verkündigung umsonst und euer Glaube ist nutzlos. Very interesting that Paul says without the resurrection of Christ, your faith is useless. Sehr interessant, dass Paulus sagt, ohne die Auferstehung Christi sei dein Glaube nutzlos. Why does he say that? Warum sagt er das? If Jesus died for all of our sin, why is your faith useless if Christ didn't rise from the dead? Wenn Jesus für all unsere Sünden gestorben ist, warum ist dann dein Glaube nutzlos, wenn Christus nicht auferstanden ist? Because the death of Jesus alone did not bring anybody the new covenant. Weil der Tod Jesu allein niemandem den neuen Bund gebracht hat. The blood of Jesus had to enter into
heaven. Das Blut Jesu musste in den Himmel kommen. Remember when Jesus said to Mary, "Don't touch me, I haven't yet gone to the Father." Erinnere dich, als Jesus zu Maria sagte, berühre mich nicht, ich bin noch nicht zum Vater gegangen. Today, the Ark of the New Covenant is in heaven. Heute ist die Bundeslade des neuen Bundes im Himmel. The blood of Jesus has been taken to heaven. Das Blut Jesu ist in den Himmel aufgenommen worden. So just with the death of Jesus, Nur durch den Tod Jesu there would have been no true salvation for any of us. hätte es für niemanden von uns eine wahre Erlösung gegeben. How could we have any hope that after we die, there is a future for us preserved in heaven? Wie könnten wir je Hoffnung haben, nach unserem Tod eine Zukunft im Himmel zu haben, If there is no guarantee that there will be a life after death? wenn es keine Garantie für ein Leben nach dem Tod gibt? You see, Jesus did not only die, he had to rise and to continue to live. Jesus ist nicht nur gestorben, er musste auferstehen und weiterleben. He had to overcome death. Er musste den Tod überwinden. And I love what happened at the cross. Ich liebe es, was am Kreuz geschah. But so many Christians get stuck at the cross. Aber so viele Christen bleiben beim Kreuz stehen. They don't get beyond the cross. Sie gehen nicht über das Kreuz hinaus. Let me give you just one beautiful truth. Ich gebe dir nur eine wunderschöne Wahrheit. The Bible teaches that Jesus right now is interceding for you. Die Bibel lehrt, dass Jesus gerade jetzt für dich Fürbitte tut. How can he intercede for you if he never rose from the dead? Wie kann er für dich Fürbitte tun, wenn er nie von den Toten auferstanden ist? Since I was a child, In meiner Kindheit, and remember, I grew up in a Catholic country, und erinnere dich, ich bin in einem katholischen Land aufgewachsen. crucifixes were everywhere. Überall gab es Kruzifixe. In every single classroom in Austria, there was a crucifix. In jedem einzelnen Klassenzimmer in Österreich gab es ein Kreuz. Every official government building, crucifixes everywhere. In jedem offiziellen Regierungsgebäude überall Kreuze. And I've hated them since I was a child. Ich habe sie gehasst, seit ich ein Kind war. I remember as a kid, I said to my dad, Ich erinnere mich, dass ich als Kind zu meinem Vater sagte, "Dad, why did they put Jesus on the cross? He's not there anymore. Papa, warum haben sie Jesus ans Kreuz gehängt? Er ist doch gar nicht mehr dort. He's in heaven, Er ist im Himmel, the right hand of the Father." zur rechten Hand des Vaters. When you look at the cross, you better look at an empty cross. Wenn du auf das Kreuz schaust, solltest du besser auf ein leeres Kreuz schauen. Paul says, otherwise your faith is useless. Paulus sagt, dass euer Glaube sonst nutzlos ist. See you tomorrow. Bis morgen.